Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie ich mein Lesetempo auf die doppelte Geschwindigkeit erhöhen konnte mit ganz einfachen Tipps und Tricks. Das ist wirklich total anfängerfreundlich. Es sind ein, zwei Tipps, wenn wir die befolgen, dann können wir unser Lesetempo sofort steigern. Und dazu möchte ich dir dieses Buch gleich mal vorweg empfehlen. Das ist das Buch Speed Reading von Tony Buzan. Dieser Autor hat sich seit ganz langer Zeit schon, mittlerweile Jahrzehnte, glaube ich, auf das Thema Schnelllesen spezialisiert und hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch ein paar andere. Wenn du den Namen googelst, findest du seine ganzen Bücher. Super tolle Techniken hier drinnen, ganz einfach zu lesen. Natürlich, so wie alle Praxisbücher und Bücher, wo du einfach deine Fähigkeiten steigern kannst oder etwas Neues trainieren kannst. Es zu lesen ist das eine, aber dann auch wirklich die Übungen zu machen, ist natürlich das andere. Heute zeige ich dir aber zwei Tipps, wie du sofort dein Lesetempo steigern kannst. Und das habe ich aus diesem Buch ganz vom Beginn. Also wirklich, das ist so quasi, die sind die Einsteigertipps. Und wenn du dich dann noch weiter in deinem Lesetempo steigern möchtest, dann empfehle ich dir eben dieses Buch. Die meisten Menschen lesen so durchschnittlich mit einem Lesetempo von 200, 230, 250 Wörtern pro Minute. Das ist nicht besonders schnell, es ist aber jetzt auch nicht urlangsam. Also es kommt halt dann darauf an, was dein persönliches Lesetempo ist. Das kannst du einfach mal stoppen, indem du dir einen Timer nimmst und 1 Minute einstellst und dann einfach liest, bis der Timer losgeht und dann zählst du die Wörter. Da musst du natürlich nicht jedes einzelne Wort zählen. Du kannst auch so eine Pi mal Daumen-Rechnung machen, indem du einfach 3 oder 4 Zeilen sozusagen mal abzählst. Wie viele Wörter hat eine Zeile in deinem Buch? Und dann multiplizierst du das halt einfach mit den Zeilen. Dann hast du mal so eine grobe Schätzung, wie schnell ist denn dein Lesetempo jetzt gerade. Und was so spannend ist bei dem Schnelllesen, ist, dass der Autor eben hier auch zu Beginn gleich erklärt, dass einige Dinge, die uns eigentlich abtrainiert werden, wenn wir lesen lernen, jetzt wieder gut wären, wenn wir sie könnten. Das heißt, wir dürfen uns so ein paar Dinge wieder zurückerobern, die wir verlernen mussten, als wir lesen gelernt haben. Und ein paar dieser Dinge ist zum Beispiel, wenn ein Kind lesen lernt, dann verwendet es intuitiv den Finger. Das heißt, mit dem Finger geht die Zeile entlang. Das wird uns dann abtrainiert. Wir sollen dann ohne Lesehilfe lesen. Und der Autor jetzt sagt aber, um das Lesetempo zu steigern, ist eine Lesehilfe total wertvoll. Warum? Man hat herausgefunden, dass Menschen, die lesen, fast alle Menschen, die lesen, immer wieder mit den Augen zurückspringen. Nicht nur in der Zeile, wo sie gerade sind, sondern manchmal auch mehrere Zeilen wieder zurückspringen im Text und so natürlich immer wieder eine Schleife machen und ordentlich Tempo verlieren. Wenn man eine Lesehilfe verwendet, das kann der Finger sein, es kann aber auch einfach ein Bleistift sein oder irgendein anderer langer, dünner Gegenstand. Ich habe zum Beispiel meine Stricknadel genommen, weil die ist super dünn, hat auch den Vorteil, gegenüber jetzt, wenn man den Finger verwendet, dass du dann eben von der unteren Zeile oder von den unteren 2, 3 Zeilen auch schon in deinem peripheren Sichtfeld ein bisschen was mitbekommst. Und der Finger ist halt doch so breit, dass er immer die unteren Wörter sozusagen verdecken würde. Aber zur Not nimm auch einfach mal den Finger und verfolg wirklich die Zeilen mit deinem Finger. Und der Vorteil dabei ist, dass das Auge durch den Finger immer eine Fixierung hat und folgen kann. Das heißt, du verhinderst damit, dass es dir wieder zurückspringt. Das ist schon mal ein Tipp, den du sofort umsetzen kannst, um dein Auge daran zu hindern, immer wieder zurückzuspringen, unterbewusst, und wirklich beim Tempo zu bleiben, das dein Finger vorgibt. Das ist mal das Erste. Das Zweite, und das finde ich auch so banal fast schon, dadurch aber auch so revolutionär, weil man auf diese Idee halt selber kaum kommt. Nämlich, ich habe jetzt hier mal einfach so ein Notizbuch genommen, ein liniertes, damit ich dir das zeigen kann. Wir haben jetzt hier so Linien, ich hoffe, du kannst es gut sehen. Und das Auge ist gewohnt, wenn du dir vorstellst, das sind alles Zeilen in einem Buch, wo halt jetzt die Wörter sind. Und das Auge ist gewohnt, immer zum Beginn der Zeile zu springen. Das heißt, wir verfolgen vom Beginn bis zum Schluss mit den Augen die Zeile, springen dann in die nächste Zeile, wieder ganz an den Anfang und verfolgen wieder die ganze Zeile. Aber der Schmäh ist, wenn du zum Beispiel
so deinen Finger vor deine Augen hältst und mal auf deinen Finger schaust, dann siehst du deinen Finger. Aber wenn du den Finger jetzt auf die Seite gibst, hierher zum Beispiel, aber immer noch in die Mitte schaust, dann siehst du deinen Finger ja immer noch. Du siehst sogar, jetzt bewegt er sich, jetzt krümmt er sich, jetzt biegt er sich dorthin. Du kriegst richtig viel mit, auch wenn du nicht direkt dorthin schaust. Und genau das machen wir uns zunutze beim Lesetempo steigern. Und zwar empfiehlt der Autor gleich zu Beginn des Buches, dass man eben nicht ganz an den Beginn der Zeile springt und dann die ganze Zeile bis zum Schluss mit den Augen verfolgt beim Lesen, sondern dass wir ein bisschen hereinrücken auf beiden Seiten. Und man kann sich da am Anfang auch wirklich so eine Hilfe machen, indem man mit einem Bleistift sich so eine Linie zeichnet in dem Buch. Ich mache das jetzt hier einfach mal auf einer Seite. Man macht dann einfach so eine senkrechte Linie. Ich zeige es dir gleich. So. Zum Beispiel so, jetzt habe ich mir hier 2 Linien eingezeichnet und das hilft meinem Auge, dass ich eben hierher springe. Also nicht ganz an den Beginn, sondern schon ein Stück reingerückt in der Seite. Und dann lese ich die Zeile aber nur bis zu diesem Punkt. Und dann springe ich in die nächste Zeile und beginne wieder hier. Und das ist wirklich erstaunlich, du kannst es einfach mal ausprobieren. Bei mir hat das super geklappt, direkt beim ersten Versuch. Es ist unglaublich, wie viel man trotzdem von den Wörtern links und rechts, die man jetzt nicht direkt anfokussiert, wie viel man da wirklich mitbekommt. Also bei mir war das eigentlich dann gar kein Problem vom Leseverständnis her, dass ich mich noch auskenne. Das Auge wollte manchmal am Anfang trotzdem an den Beginn springen, ist ja nicht schlimm. Ich habe das dann eben mit der Lesehilfe und den Linien am Anfang so gemacht, dass ich das wirklich brav geübt habe. Und das war dann nach ein paar Seiten, wo man das mal so übt, hat sich das Auge dann dran gewöhnt und umgestellt und plötzlich kriegt man den Anfang und das Ende der Zeile einfach so mit, obwohl man nicht direkt hinschaut. Und nur das, also reinrücken mit den Augenbewegungen und eine Lesehilfe verwenden, nur diese 2 Sachen haben bei mir bewirkt, dass ich meine Lesegeschwindigkeit verdoppeln konnte. Also von 240 Wörtern pro Minute zu Beginn des Buchs bis zu 500 Wörter pro Minute, nachdem ich diese beiden Tipps angewendet habe. Und wie gesagt, diese beiden Tipps sind gerade mal der Beginn von diesem Buch. Also das sind die ersten 2, 3 Kapitel, wo er auf das eingeht. Und danach kommen noch so viele weitere Übungen und weitere Tipps, die einem ermöglichen sollen, dass man sein Lesetempo auf 1000 Wörter oder mehr pro Minute steigern kann. Und der Autor meint, dass das überhaupt keine Hexerei ist. Für mich klingt es noch völlig utopisch. Also ich bin selber noch nicht an dem Punkt, wo ich 1000 Wörter pro Minute lese. Aber immerhin schon mal 500 Wörter pro Minute statt 240. Und ich finde, das ist doch ziemlich toll, mit diesen 2 einfachen Tipps schon eine Verdoppelung zu haben. Das ist ja immerhin die halbe Lesezeit nur noch für ein Buch. Probier das doch einfach mal zu Hause aus. Ich hoffe, dass dir diese 2 Tipps auch helfen, dein Lesetempo zu steigern. Und schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie das bei dir geklappt hat und wie du das findest und ob du da Schwierigkeiten damit hast, das Auge, dass das nicht wieder an den Anfang springt. Also freue mich sehr, wenn wir uns dazu austauschen. Und falls du noch einen Lesetipp hast, wie man schneller oder fokussierter lesen kann, dann immer her damit in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall, mich mit dir auszutauschen und bedanke mich auch, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!